Ja, es haben mich einige gefragt, was ich für einen Traktor habe, was das für ein Modell ist. Das ist ein Deutz-Fahr 105.4G. Achtung! Ich habe jetzt allerdings noch nicht vor, da jetzt eine komplette Traktorvorstellung zu machen. Mache ich dann beim nächsten Mal. Ich hatte erst einen kleineren Traktor, den Acro Plus, Deutz-Fahr Acro Plus. Ecoline mit 72 PS. Also habe ich noch, wo mein Vater gelebt hat, gekauft mit ihm. Und er wollte auch nicht so einen großen Schlepper. Da haben wir geguckt. Lieber einen kleineren Schlepper für unsere Bedürfnisse. Haben aber dann auch schnell festgestellt, dass er an seine Grenzen kommt. Ja, das ist einmal ist er zu leicht für die Holzarbeiten, die wir machen, Frontladerarbeiten. Und auch von der Leistung halt auch schnell an die Grenzen kommt. Besser ist es, wenn man einen Schlepper hat, der, sagen wir, das, was man mit ihm macht, auch gut verkraftet, ohne dass er an irgendwelche Leistungsgrenzen kommt. Das ist halt jetzt hier bei dem 100 PS Schlepper schon gegeben. Also da ist es eher für die Arbeiten, die ich mache im Wald, eher seltener, dass er da an die Leistungsgrenze kommt. Und das ist halt ein wichtiger Faktor, damit er halt auch nicht kaputt geht. Ja, gut. Was für mich wichtig war, sind halt hier die Radgewichte. Ja. Dass ich halt, wenn ich einen Frontlader habe, ich mache ihn eher seltener ab, den Frontlader. Und nur alleine, wenn der Frontlader dran ist, dann sind die Radgewichte schon eine Verbesserung, Stabilisierung von dem ganzen Traktor. Ich kann halt auch einen Anhänger dranhängen und trotzdem halt Frontladerarbeit mit der Greiferzange machen. Ja, was habe ich jetzt beim Frontlader? Stoll-Frontlader Profiline FZ20. Hier mit Schnellkuppler. Halt auch eine gute Sache. Bei den vorigen kleinen Deutz, da hatte ich halt noch die anderen Einzelverschlüsse, Einzelkupplungen, was dann natürlich auch immer mehr Aufwand war beim Frontlader ab- und anbauen. Das ist hier das geht hier halt sehr schnell mit dem Modell. Ja, neben dem Frontlader habe ich halt einen Frontkraftheber, Sauter. Das ist eine gute Sache. Da kann ich meine Forstwerkzeugbox mitnehmen, vorne dran machen und auch parallel halt mit dem Frontlader dann arbeiten, wenn ich es dann vor Ort absetze und den Frontkraftheber wieder einklappe. Nur man muss halt aufpassen. Hier hinten ist ja halt die Umstellung für den Frontkraftheber. Weil da ist ja hier am Steuerkreis mit geschaltet. Und dann hatte ich halt mal den Kipper an dem gleichen Steuerkreis dran gemacht. Hatte den Kipper in Betrieb, den abgestellt und habe nicht daran gedacht, dass
hier der Frontkraftheber damit auch betätigt wird. Dann wurde halt der Frontkraftheber runtergefahren und dann bin ich mit dem Frontlader hier in die Leitung reingefahren. Ne? Schön hier mit dem Haken hier da rein, und wir mussten ja die kompletten, ich glaube 2 Leitungen, die mussten halt komplett von vorne bis hinten ausgetauscht werden. Das war dann nicht so schön. Aber wenn das einmal passiert ist, dann weiß man Bescheid. Ich benutze jetzt auf den Kipper immer dann natürlich einen anderen Steuerkreis, damit es da halt nicht mehr aus Versehen zu dem Defekt dann kommt, zu dem Schaden kommt. So. Okay. Das kann ich jetzt mal grob noch so erzählen. Wie gesagt, wenn ich nochmal zu Hause bin, dann kann ich da nochmal eine genauere Vorstellung machen. Das soll jetzt erstmal reichen, denke ich mal. Ja, nochmal erläutern, was wir früher für Traktoren gehabt haben, werde ich dann nochmal drauf eingehen, und die ganze Historie. Ja. Und noch ein paar Bilder von dem alten Traktor. Ich habe ja schon Videos eingestellt, wo man den alten Traktor auch noch sieht. Der zwar Ecoline, wo ich da auch verladen, also Stangenholz verlade. Und es ging halt auch ganz gut, nur halt, wenn es dann schwerere Stämme waren, dann war es dann schwierig. Ich hatte mal eine dicke Buche, so über 80 cm dick. Und dann wurde es schon schwierig mit dem kleinen Schlepper da das zu bewegen, beziehungsweise bewegt dann der Stamm den Schlepper. Und hier hatte ich ja auch mal Fichtenlangholz gemacht im Winter. War ein Polder, da hatte ich hier unten rausgemacht, dann halt hier über den Acker gezogen und da oben gepoldert. Und dann natürlich im Winter gefrorener Acker, dann das Langholz, 20 Meter lange Fichten, dann da hoch mit dem kleinen Schlepper, das war schon grenzwertig. Also da ist er wirklich an die Grenze geraten, und habe ich gedacht, na, jetzt kriege ich einen Anruf. Hallo? Hallo? So, sieht man 3 Steuerkreise. Habe ich bisher jetzt noch nicht benötigt. Ja, also Zapfwelle, Allrad, Differentialsperre. Ja. Standgas. Hier Motor, Drehzahl, Memory-Funktion oder was habe ich bisher halt benutzt. Stop and Go. Dann ja, 5-Gang. Dann mit einer Lastschaltstufe. Kann man dann schalten hier hoch und runter. Sollte man natürlich nicht so viel benutzen, wenn man es nicht unbedingt braucht. Ja, alles der Abnutzung unterlegen. Und ein hydraulischer Kupplungsknopf. Also da ist eine Gewöhnungssache. Aber ich schalte jetzt auch immer mit hydraulischer Kupplung. Manchmal ist er ein bisschen bisschen ruckelig, aber das kann man dann auch noch hier einstellen.
Wendegetriebe. Das ist natürlich super, dass wir Frontlader arbeiten, das ruckzuck hin und her schalten, auch kupplungslos schalten. Dann halt hier schnelle Gruppe, langsame Gruppe. Auch soweit, denke ich mal, klar. Dann haben wir noch die Zapfwellengeschwindigkeiten. Ich habe dann halt immer auf 750 und da kann man halt, also alles das, was ich mache mit der mit dem Spalter oder mit der Forstseilwinde, da geht das ganz gut im Standgas. Hat man schon die Zapfwellendrehzahl, die ausreichend ist bei der Forstseilwinde. Da muss man schon aufpassen. Da habe ich schon gebracht, dass ich halt zu optimistisch im Standgas gelaufen habe. Also habe ich ihn abgewürgt über die Zapfwelle mit der Forstseilwinde. Aber das war jetzt wirklich mal eine Ausnahme, ein Fall gehabt. Aber sonst brauchen wir noch ein bisschen mehr Standgas geben bei der Forstseilwinde. Hat er genug Durchzugskraft, genug Durchdrehmoment, um da zu arbeiten. Das Problem ist, wenn man zu hohe Drehzahlen macht mit der Forstseilwinde, dann bringt man auch dann irgendwann die Forstseilwinde an die Grenze. Und ich habe ja nur eine 4,5 Tonnen Seilwinde und auch das Seil wird dann natürlich sehr stark strapaziert, wo man dann eher überlegen sollte, noch eine stärkere Seilwinde sich zu beschaffen, als da jetzt hier mit den 100 PS Schlepper da jetzt die Seilwinde an die Grenze zu bringen. Ne? Also da eher vorsichtiger. Vorsicht ist da besser, als jetzt da wieder mit Gewalt und zu arbeiten. Gut. Und daher der Schlepper halt von der Leistung super ausgelegt, da um halt alles im Standgas, im ruhigen Bereich, ohne im Grenzbereich zu sein, dann halt die Arbeiten dann zu verrichten. Wo natürlich der Schlepper an die Grenzen kommen kann, das ist dann schon bei der Frontladerarbeit, ne? Da schwere Stämme. Teilweise bewege ich da ja mit dem Frontlader auch schon ordentliche Kavenzmänner, also 70, 80, 80er Durchmesser, Starkholzstämme, die dann 5 Meter lang sind oder 5,20 Meter lang sind. Das ist dann schon ein ordentliches Gewicht, wo ich das natürlich nicht nur mit den Radgewichte mache, sondern ich habe dann hinten noch ein Kontergewicht halt, was ich dann SA4 Kontergewicht. Allerdings ein kleines 400 Kilo reicht in der Regel aus, weil ich habe ja die Radgewichte, dann kann es schon mal ein bisschen an die Grenze kommen. Hätte ich normalerweise noch ein stärkeres Gewicht gebraucht, aber ich kann ja jetzt nicht noch ein Gewicht da haben. Das ist dann eher der Ausnahmefall. Ansonsten habe ich halt auch die Forstseilwinde häufig dabei, die sehr autonome Kontergewicht, um dann ja, zu stabilisieren den ganzen Traktor und also nicht zu viel Last alleine auf die Vorderachse zu bringen. Gut, bei dem alten Schlepper, da hatte ich keine Radgewichte, sondern da hatte ich halt die Reifen befüllt. Mit so einer Magnesiumbefüllung dann, Wassermischung. Das war auch nicht schlecht, aber ich habe mich jetzt eher entschieden, da jetzt halt die Radgewichte dran zu machen. So.
habe ich einen Deutz Fahr? Das ist ja auch eine gute Frage. Also da war ich zuerst damals, das war 2000, dann haben wir damit angefangen, 2012, wo wir uns überlegt haben, halt einen neuen Schlepper zu kaufen. Und mein Vater war ja auch noch am Leben, der ist leider 2013 gestorben, plötzlich, unerwartet. Und ja, dann hatte ich mir erst Glasschlepper angeguckt. Und was war das? Ein Ilios oder sowas, ein kleiner. Also wichtig war, ich wollte unbedingt halt einen Vierzylinder. Mein Vater war Vierzylinder-Fan, aber einen Vierzylinder. Und da war halt dieser Glas Ilios halt eine mögliche Option. Einen Vierzylinder, kleinen Vierzylinder-Schlepper zu kaufen. Und der war halt nicht so ganz billig. Aber eigentlich das erste, was wir hatten ja Massey Ferguson, alten Massey Ferguson. Und wollten eigentlich wieder Massey Ferguson hatten wir ja auch schon einen angeguckt. Das war dann halt ein Dreizylinder, ein neuer halt. Und ja, der Händler hatte mir eher einen größeren angeboten, ans Herz gelegt. Wenn ich damals oder mein Vater mit mir nicht so unbedingt auf so einen kleinen Schlepper Wert gelegt hätte, da hätte ich mir wahrscheinlich schon damals den Massey Ferguson gekauft. Da war ein gutes Angebot. Und John Deere hatte ich ja natürlich auch mir ein Angebot machen lassen. Allerdings war halt auch einmal nicht billig und halt auch zu groß. Ja, die sind etwas höher. Und ja, und dann gab es halt die kleineren John Deere, die waren dann schon wieder zu klein, zu wickerig. Waren da für diese Frontladerarbeiten, die ich machen wollte, auch nicht geeignet. Und dann sind wir auf den Deutz Fahr gekommen, den Ecoline. Akku Plus, Ecoline, den Frontlader, alles drum und dran. Super Angebot. Da haben wir gesagt, ja, es war ein Dreizylinder, aber vom Preis her war der in unserer Preisliga. Und von daher habe ich Deutz Fahr gekauft. Und irgendwann kam halt dieses Modell hier raus. Da habe ich dann beim Händler das Modell gesehen, was genau die Größenordnung, also hier den 501G, gibt es ja verschiedene 590 und so weiter, verschiedene Ausführungen. Da habe ich gesagt, genau, das ist ja genau die Größenordnung, die passen würde. Nicht zu groß und nicht zu klein. Ja, da habe ich gesehen, den gab es ja für Glas, als Glasmodell gibt es ja den auch. Und John Deere, die haben auch so in der Größenordnung ein Modell rausgebracht. Ich meine, der John Deere hätte auch das gleiche Getriebe wie der hier. Also ich habe mir Probe gefahren, da kam mir einiges irgendwie bekannt vor. Ja. Die ganzen Getriebe. Die werden ja auch Zulieferer, die nutzen, ich weiß ja nicht, wer sich da genauer vielleicht mit auskennt. Ich vermute, dass das gleiche Getriebe verbaut wird. Nur halt der John Deere war halt auch 10.000 € fast teurer. Und das ist dann schon Wort. Ja, und wenn man jetzt einen Deutz Fahr hatte und dann den finanziert hat und wenn man da die Finanzierung umstellt, ist es natürlich auch einfacher und günstiger. Ist natürlich auch wieder ein Deutz Fahr halt geworden. Und
Bin auch soweit zufrieden, hatte am Anfang einen Defekt gehabt, was halt so bei neuen Schleppern halt auch vorkommt, aber ansonsten toi toi toi, alles in Ordnung. So, jetzt geht's nach Hause. Eben hatte ich ja den Anruf, da bin ich gefragt,